Guck mal hier lasse ich mir gerade was von einem KI-Modell coden in irrsinniger Geschwindigkeit. Das Beste, das passiert alles lokal auf meinem Rechner und das Ergebnis ist manchmal sogar besser als das, was die großen kommerziellen Anbieter wie ChatGPT von OpenAI oder Claude liefern. Naja, okay, die Betonung liegt auf manchmal, aber ich war ehrlich gesagt wirklich erstaunt, wie sich die lokalen Modelle entwickelt haben. In diesem Video, das sich wirklich auch an Leute richtet, die noch nicht so viel Ahnung von lokaler KI haben, erkläre ich euch, was braucht man für einen Rechner dafür, was braucht man für Software dafür und vor allem, welche KI-Modelle nimmt man am besten. Ja, Nvidias DGX Spark kommt auch vor, auch wenn ich davon bislang ziemlich enttäuscht bin. Bleibt dran. Ja Mensch, was meinst du denn? Ist das alles eine Blase? Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... Ja, wenn ihr euch für KI interessiert, möchtet ihr vielleicht auch mal Dienste nutzen, die in Deutschland noch nicht verfügbar sind. Und da hilft euch NordVPN, die sponsern dieses Video. NordVPN hat über 8000 Server in 126 Ländern und in jedes davon könnt ihr euch einfach reintunneln. Dann denkt der Server oder die Website oder sonst was, ihr seid vor Ort, was ja oft praktisch sein kann. Und es werden keinerlei Logdateien gespeichert. Das wurde jetzt zum 5. Mal in einem unabhängigen Audit bestätigt, diesmal von Deloitte. Außerdem gibt es sinnvolle Sicherheitsfeatures, zum Beispiel eine Fake-Shop-Erkennung im Rahmen des Bedrohungsschutz Pro. Die zeigte bei der Zertifizierung von AV Comparatives eine der besten Erkennungsraten bei Tests mit neu erstellten Fake-Shops. Ja, und auch die Anti-Phishing-Funktion wurde als äußerst effektiv eingestuft. Probiert das doch alles mal aus mit unserem Code CT3003 auf nordvpn.com/CT3003 bekommt ihr 4 Monate aufs 2-Jahres-Abo obendrauf und natürlich alles risikofrei mit 30 Tagen Geld-Zurück-Garantie. Link ist in der Beschreibung. Werbung Ende. Okay. Lokale KI-Modelle. Das ist bei euch ein Riesenthema, kann ich nicht anders sagen. Ich kriege da viel Feedback von euch, auch übrigens schon öfter in der echten Welt, dass ihr mich darauf ansprecht. Und eine häufige Frage ist, was brauche ich dafür für einen Rechner? Was kaufe ich mir am besten? Könnt ihr da mal einen Rechner empfehlen? Welche Modelle taugen überhaupt was? Sind die inzwischen so gut wie ChatGPT oder Claude? Das alles versuche ich in diesem Video zu beantworten und ich sag mal, das wird ein heißer Ritt. Ich hoffe, dass ich euch nicht alle nach und nach verliere, ja, weil da gibt es schon viel zu besprechen. Zumindest ich finde es alles richtig interessant. Und das ist ja die Hauptsache, ne? Wenn man so ein Video macht. Fangen wir mal mit dem optimalen Rechner dafür an. Und das ist tatsächlich eine Frage, die in der CT-Redaktion, und ich übertreibe nicht, zu Stunden und sogar tagelangen Diskussionen geführt hat. Weil das Problem ist halt, KI ist nicht gleich KI und man den optimalen Rechner eben deswegen schlecht verallgemeinern kann. Also zum Beispiel, wollt ihr einfach ein lokales LLM als Chatbot mit LM Studio anzapfen? Wollt ihr Bilder, Videos oder Musik generieren? Wollt ihr Audio mit Whisper transkribieren? Wollt ihr vielleicht sogar Modelle feintunen? Sind alles unterschiedliche Nutzungsszenarien. Und ich weiß, dass das schwierig ist, aber ich versuche das jetzt trotzdem mal mit einer Empfehlung. Fangen wir mal an mit lokalen KI-Modellen, die man mit LM Studio zum Beispiel anzapft, um so einen lokalen Chatbot hinzukriegen. Viele nennen diese Modelle ja Open-Source-Modelle, aber das ist mindestens irreführend, ich würde sogar sagen falsch, weil wenn die wirklich Open Source wären, dann müssten da ja auch Informationen darüber drin sein, wie genau die trainiert wurden. Also eigentlich müsste es dann auch zumindest Zugriff auf die Trainingsdaten geben und das ist so gut wie nie der Fall. Deshalb ist es präziser, Open Weights zu sagen statt Open Source. Das heißt, dass man die Parameter des Modells runterladen kann und auf eigene Hardware laufen lassen kann. Also wenn wir hier von lokalen LLMs oder lokalen Modellen reden, dann sind das Open Weights Modelle. Aber lokales Modell finde ich eigentlich am einfachsten, weil das sagt aus, kann ich auf eigene Hardware mitmachen, was ich will. Ja, also jedenfalls, wenn ihr damit euer eigenes ChatGPT bauen wollt, was nehmt ihr dann für Hardware? Da würde ich jetzt erstmal ganz kurz diese Tabelle hier einblenden, die ich gerade zusammengestellt habe. Die ist nämlich dafür extrem hilfreich. Beim Abzapfen von LLMs, die KI-Crowd nennt das ja Inferenz, ist wirklich zum allergrößten Teil die Speicherdatentransferrate relevant. Das heißt, habt ihr eine Grafikkarte mit schnellem Speicher und passt das Sprachmodell da komplett rein, dann läuft das schnell. Hier, guck mal, das ist Mistral Small 3.2 komplett in meiner RTX 4090 Grafikkarte. Bam, über 40 Token die Sekunde. Ja, GDDR6X Speicher mit ungefähr einem Terabyte Datentransferrate pro Sekunde, das ist schnell. Wenn ich das gleiche Modell nur auf meiner CPU laufen lasse, die auch echt nicht langsam ist mit ihren 16 Kernen, die aber dafür nur DDR5 5600 Speicher zur Verfügung hat mit nur 90 GB Datentransferrate, ja, dann kriege ich nur 3 Token pro Sekunde. Und ich
ich bin selbst echt überrascht, wie das skaliert. Denn 1000 Gigabyte sind ja ungefähr das 11-fache von 90 Gigabyte und 40 Token pro Sekunde sind, ja gut, sind das 13-fache von 3 Token. Aber natürlich so ganz exakt funktioniert das natürlich in der Praxis nicht, weil da natürlich noch mehr Faktoren eine Rolle spielen. Aber grob gesagt kann man das schon sagen, dass das ungefähr so funktioniert. So, das Problem ist halt nur, wenn ich eine einzelne Grafikkarte haben will, mit diesem schnellen Speicher, im Preisbereich unter mehreren 10.000 Euro, dann bekomme ich zurzeit nur die RTX 5090 mit 32 GB Speicher. Zwar GDDR7, super schnell, aber 32 GB halt nur. Das heißt, wenn ich Sprachmodelle schnell abzapfen will, dann kann ich nur Sprachmodelle benutzen, die da reinpassen. Und zum Beispiel das echt richtig gute GPT-OSS 120b von OpenAI, also mit 120 Milliarden Parametern, das braucht 63 GB Speicher. Also vielleicht einfach zwei 5090er kaufen? Nee, geht nicht, denn Nvidia unterstützt NVLink nicht mehr, also die Technik zum Bündeln von mehreren Grafikkarten. Das können nur Grafikkarten bis einschließlich der 3090er Generation. Und das ist auch der Grund, warum sich einige KI-Freaks Workstation-Mainboards kaufen und da dann zum Beispiel 3 gebrauchte 3090er reintun. Die gibt es auf dem Gebrauchtmarkt so ab 700 Euro das Stück. Und ja, das ist aufwendig zu kühlen, aber das knallt ganz schön was weg in Sachen Token pro Sekunde und unterstützt halt Sprachmodelle bis 72 GB Größe. Also die 3090 hat 24 GB pro Stück, also 3 mal 24 sind 72 GB. Ja, und solche Rigs schaffen mit GPT-OSS 120b laut etlicher Quellen im Netz deutlich über 50 Token in der Sekunde, zum Teil noch viel mehr. Also wirklich, wirklich gute Werte. Wenn ihr jetzt die aktuellen News verfolgt und jetzt sagt, warum denn so viel Aufwand? Man kann inzwischen doch für ungefähr 4.000 Euro eine Nvidia DGX Spark kaufen. Die hat doch 128 GB schnellen Unified Speicher. Also da wird ja gar nicht zwischen normalen RAM und schnellem Video-RAM unterschieden. Übrigens wie bei Apple auch. Und die ist ja extra für KI-Workloads gemacht. Die müsste doch super damit funktionieren. Ja, ich habe das Teil zwar selbst noch nicht testen können, aber dafür viele Tests im Netz gesehen. Ja, und da kommen die Leute mit dem GPT-OSS 120b maximal auf 43 Token die Sekunde. Zum Teil noch deutlich weniger. Ich habe euch mal ein paar Tests verlinkt in der Beschreibung. Das ist also deutlich weniger als die selbstgebauten Kisten mit mehreren 3090ern. Aber nochmal der deutliche Disclaimer, die Benchmarks hier sind nicht von uns, also alles mit Vorsicht genießen. Was aber definitiv sicher ist, die DGX Spark hat eine deutlich geringere Leistungsaufnahme als solche Rechner mit mehreren 3090ern. Was ich vor allem krass finde, Rechner mit AMD Strix Halo, also Ryzen AI Max Plus 395, die gibt es ja so ab 1800 Euro. Ja, und die schaffen ungefähr genauso viele Token pro Sekunde wie eine DGX Spark, nur halt deutlich günstiger. Ich habe hier ja noch meinen Framework Desktop stehen mit AI Max Plus 395 und damit habe ich in LM Studio ungefähr 36 Token die Sekunde mit GPT-OSS 120b gemessen. Also zumindest, wenn ich manuell alles auf die GPU gemappt habe. Achso, ich muss hier mal kurz einschieben. Wir sprechen hier nur von den Decode-Werten, also der reinen Ausgabe der LLMs. Beim sogenannten Prefill, in der das LLM den Prompt und den Kontext liest und daraus dann den internen Speicher, also den KV-Cache baut, da ist Rechenkraft, also Compute relevant und da ist die DGX Spark deutlich schneller als die AMD-Konkurrenz. Das will ich der Vollständigkeit halber gerne nochmal sagen. Aber für so normales LLM anzapfen, ja, da kommt man günstiger bei rum. Zum Beispiel mit Apple-Rechnern. Also Macs sind auch eine Alternative. Da gibt es auch Kisten mit 120 GB Unified schnellem Speicher. Aber ja, das wird natürlich dann auch schnell teuer. Ich habe GPT-OSS 120b gerade mal auf dem MacBook Pro mit M3 Max laufen lassen. Der ist über 2,5 Jahre alt und schafft aber 40 Token die Sekunde. Also schon ungefähr in der Range wie die DGX Spark auf dem Notebook. Was ich halt bei meinem eigenen Rechner gemacht habe, da will ich auch Linux nutzen und so, da habe ich mir für ungefähr 500 Euro 2x 64 GB normalen DDR5-Speicher gekauft und den da einfach reingeworfen. Also in den Rechner mit meiner RTX 4090. Ja, und darauf schaffe ich mit GPT-OSS 120b ziemlich annehmbare 14 Token die Sekunde. Damit reiße ich jetzt keine Bäume aus, aber ich kriege halt ein 63 GB großes Sprachmodell zum Laufen auf einem Rechner mit nur 24 GB Grafikspeicher. Für alle, die es genau wissen
nutzen wollen, ich habe den GPU-Offload auf 13 von 36 eingestellt. Was ich euch auf jeden Fall generell als Empfehlung sagen kann. Checkt, welche Sprachmodelle ihr genau laufen lassen wollt. Wenn die klein sind, also sagen wir mal kleiner als 24 GB, dann reichen natürlich 24 GB schneller Grafikspeicher und dann reicht auch zum Beispiel eine 3090er oder 4090er. Also wenn ihr KI machen wollt und ihr eine gebrauchte 3090er auftreiben könnt, dann seid ihr auf jeden Fall ziemlich gut bedient. Die Geschwindigkeitsvorteile der beiden nachfolgenden Generationen, die sind bei KI nicht so richtig groß. Die ganzen Textsachen, also zum Beispiel so ein lokaler Chatbot mit LM Studio, die funktionieren aber auch gut mit AMD-Grafikkarten. Also da könntet ihr auch zuschlagen. Oder ihr nehmt halt einen Mac, die haben auch schnellen gemeinsamen Speicher. Je nach Modell seht ihr hier in der Tabelle nochmal. Aber für andere KI-Anwendungen als LLMs laufen zu lassen, zum Beispiel mit LM Studio, also sowas wie Comfy UI zum Bilder oder Videos generieren, da seid ihr vor allem mit Nvidia-Grafikkarten am besten bedient, weil die halt CUDA können. Und diese Programmierschnittstelle wird halt von vielen KI-Programmen noch hauptsächlich genutzt. Immer mehr Programme, wie eben LM Studio, beherrschen aber zum Beispiel auch MLX, das ist das Apple-Pendant zu CUDA, oder halt RockM, das ist die AMD-Variante, aber eben auch viele Programme nicht. Die können dann nur CUDA. Das heißt, wenn ihr viel experimentieren wollt mit unterschiedlichen Sachen, muss ich Nvidia empfehlen. Aber geht zum Beispiel auch mit gebrauchten Nvidia-Karten, eben der 3090er-Empfehlung. Ganz kurz zwischengefragt, interessiert euch das, dass wir mal so ein Multi-GPU-System mit KI, mit gebrauchten 3090ern aufbauen? Ist halt ziemlich viel Aufwand, aber wenn das Interesse bei euch daran groß genug ist, dann ja, würden wir das schon machen, ne? Also ich hätte Bock. Wenn es keinen interessiert, natürlich nicht. So, das war jetzt erstmal zur Hardware. Jetzt kommen die lokal laufenden Sprachmodelle. Was nimmt man da denn so? Sind die inzwischen so gut wie ChatGPT? Lange war die Antwort nein. Und ich meine wirklich deutlich, deutlich schlechter. Also man kann auch sagen unbrauchbar. Also hier mal so ein älteres Modell auf die Frage, was ist das CT-Magazin? Der CT-Magazin ist eine Zeitschrift für alles, was heute im Thema ist. Das CT-Magazin ist ein wichtiges Leitfadenspiel, das alles ausprobiert, um sich mit den Menschen in Beziehung zu setzen und das ganze Leben damit zu verbinden. Also einfach, man kann es nicht anders sagen, Kauderwelsch. Was ich auch sehr schön finde, ist hier die Antwort auf diese Rechenaufgabe. Viel. Und dann so, nee, 4. Was? What? Aber das waren wirklich alte Modelle, die ersten. Und dann kam Anfang des Jahres DeepSeek aus China. Und das war wirklich das erste lokal betreibbare LLM, was mit der US-Konkurrenz in der Cloud mithalten konnte. Allerdings, und das war das Problem, die vollständige DeepSeek-Variante braucht über 700 GB Speicher, möglichst extrem schnellen Speicher, also wie es halt mit Profi-Rechenzentren, GPUs hinkriegt für viele, viele 10.000 oder sogar 100.000 Euro. Aber jetzt sind ja wieder ein paar Monate vergangen und ich muss sagen, ich bin erstaunt, wie gut inzwischen auch ganz kleine Modelle performen. Also Modelle, die so gut wie jeder Rechner oder sogar Smartphones laufen lassen können. Vor allem beim Coding. Ich habe ja gerade schon ein paar Mal LM Studio erwähnt. Das habe ich in diesem Video auch nur verwendet. Das gibt es für Linux, Windows, macOS und das ist aktuell meine Lieblingsplattform zum Anzapfen von Sprachmodellen. Ich habe früher immer Ollama verwendet, aber ich mag LM Studio inzwischen lieber. Einmal, weil man bei LM Studio viel einfacher die ganzen Parameter drumherum einstellen kann, also zum Beispiel, wie viel man auf die Grafikkarte auslagert, wie groß das Kontextfenster ist, also quasi das Kurzzeitgedächtnis, und weil Ollama mit so komischen Sachen wie Cloud-Unterstützung und Accounts angefangen hat. Und ja, bei lokaler KI geht es ja gerade darum, dass man sich eben nicht an Cloud-Anbieter hängt. Und ja, ich will Ollama jetzt auch nicht schlecht reden. Wenn ihr das lieber benutzt, könnt ihr das natürlich auch gerne machen, ne? Also kein Ding. Also ich habe auf jeden Fall einfach LM Studio installiert, dann hier unter Entdecken ein paar Sprachmodelle installiert und dann hier in Chat oben das gewünschte Modell ausgewählt und dann einfach gepromptet. Ich brauche eine Website, die die Uhrzeit in Hannover, New York und Tokio hübsch darstellt. Gib mir was ich einfach in eine HTML-Datei copy-pasten kann. Das Ganze auf Englisch, weil ich gerade bei kleineren Modellen nicht so sicher bin, welche Deutschfähigkeiten die so haben und es soll ja fair und gerecht zu gehen. Ja, und so sah das Ergebnis bei den großen, teuren Cloud-Sprachmodellen aus. Also ChatGPT mit GPT-5 Thinking, mit Abo, Gemini 2.5 Flash und Claude Sonnet 4.5. Und das ist hier von Qwen 34B2507. Und jetzt mal kurz innehalten, dieses Sprachmodell ist läppische 2,5 GB groß. Das läuft also wirklich auf jeder Kartoffel. Und das produziert das meiner Meinung nach visuell am besten gelungene Ergebnis. Seht ihr, wie der Sternenhintergrund so ein bisschen animiert ist?
Ah, richtig nice. Ja, okay, den Sternhintergrund, den habe ich mit einem zweiten Prompt nachträglich hinzugefügt, aber das hat wunderbar funktioniert, was ja nicht immer der Fall ist. Allerdings habe ich dann gemerkt, dass die Uhrzeit nicht stimmt, aber das konnte ich im Quellcode dann selbst hinbiegen. Ja, ich finde auf jeden Fall Qwen 3.4b für die Größe wirklich richtig gut. Ist übrigens von Alibaba in China und das Ding läuft echt in einer beeindruckenden Geschwindigkeit, weil es so klein ist, ne? Weil es halt locker in meine 24 GB Grafikkartenspeicher passt. Kann man auch den Kontext, also das Kurzzeitgedächtnis, richtig hochziehen und dann kann man da ganz gute Sachen mitmachen. Andere lokale Open-Weights-Sprachmodelle haben ein Uhrzeit-HTML übrigens auch ganz gut hinbekommen. Das ist GPT-OSS von OpenAI mit 20 Milliarden Parametern. Das ist das mit 120 Milliarden Parametern und das ist Mistral Small 3.2 mit 24 Milliarden Parametern. Wenn ihr gerade genau auf meine Liste mit den Sprachmodellen geguckt habt, dann habt ihr vielleicht gesehen, dass die Zahl der Parameter nicht mit der Gigabyte-Angabe des Modells korreliert. Hier zum Beispiel Mistral Small 3.2 hat 24 Milliarden Parameter. Die Parameter seht ihr immer in dieser Spalte hier, also 24b steht da für Billion, Milliarden. Das ist aber über 1 Gigabyte größer als Qwen 3 Coda mit 30 Milliarden Parametern. Und dann denkt ihr vielleicht, wie kann das denn sein? Ja, das hat mit der sogenannten Quantisierung zu tun. Also statt zum Beispiel jeden Parameter in 32-Bit Gleitkomma-Genauigkeit zu speichern, was ja in unserem Fall 30 Milliarden mal 32 Bit bedeutet, kann man das Ganze auch quantisieren. Also vereinfacht gesagt, runden. Zum Beispiel auf 8 oder sogar 4-Bit Ganzzahlen. Das hat viele Vorteile, neben weniger Speicherplatz natürlich auch höhere Geschwindigkeit, aber wenn man zu aggressiv rundet, ja, dann arbeitet das Sprachmodell schlechter. Da wird mit sogenannten K-Quants gearbeitet, aber das müsst ihr in der Praxis gar nicht wissen. Ihr müsst nur verstehen, dass es viele Modelle eben in unterschiedlichen Quantisierungsstufen gibt. Ihr wisst, was diese Codes da bedeuten. Guckt mal hier zum Beispiel bei Qwen 3 Coda 30b. Wenn ihr da in LM Studio auf Download Options klickt, seht ihr die 4 Quantisierungsstufen. 3-Bit, 4-Bit, 6-Bit, 8-Bit. Wenn ihr einen Mac habt, dann seht ihr sogar noch mehr. Dann seht ihr nämlich noch die für MLX-optimierten Versionen zusätzlich. Aber ihr sucht auf jeden Fall das aus, was am besten in euren GPU-Speicher passt. Da zeigt euch LM Studio auch so Icons an, also hier zum Beispiel vollständiges GPU-Offloading möglich oder eben nicht. Wenn es nicht möglich ist, dann wird es langsam. Geht aber auch. Wenn ihr dann im Chatfenster das Modell auswählt, sollte LM Studio direkt automatisch den besten GPU-Offload einstellen, also wie viel vom Sprachmodell in euren GPU-Speicher geladen wird. Außerdem könnt ihr dann noch das Kontextfenster oder wie LM Studio anzeigt, die Kontextlänge einstellen. Das bedeutet, wie viele Tokens, ein Token ist ungefähr eine Silbe, das Sprachmodell im Kurzzeitgedächtnis halten kann. Das ist wichtig, wenn ihr mit viel Code herumhantiert, aber das ist auch wichtig für RAG, Retrieval Augmented Generation, RAG, also das Generieren ergänzt durch Abrufen. Zum Beispiel Abrufen von Informationen. Das klingt jetzt kompliziert, ist aber wirklich in der Praxis total super und total praktisch. Und es klappt inzwischen auch wirklich gut mit den aktuellen lokalen Modellen. Ein Beispiel mal, ihr habt ein unübersichtliches PDF und wollt da eine bestimmte Info draus haben, aber habt keine Lust, euch da durchzuquälen. Ja, und dann werft ihr das einfach auf LM Studio. Ich habe hier mal das Programm von einer Tagung, wo ich vor vielen Jahren mal einen Vortrag gehalten habe. Ja, und dann kann ich einfach schreiben, wann findet der Vortrag von Jan Keno Jansen statt? Und dann kriege ich super schnell eine korrekte Antwort. Man kann aber natürlich auch aufwendigere Dinge tun. Zum Beispiel guck dir mal die Vornamen aller Personen an, die da sprechen und rechne mir dann das Geschlechterverhältnis aus. Ja, zack. Funktioniert. Hätte manuell ewig gedauert. Und klar, das können ChatGPT und Co. in der Cloud auch, aber man will ja vielleicht auch mal PDFs analysieren, die man nicht unbedingt im Internet herumschicken will und nicht an OpenAI in die USA. Mit lokalen Modellen bleibt das eben alles, ja, eben lokal. Und wenn es auf die Grafikkarte passt, geht's richtig schnell. Der Nachteil allerdings, weil die Modelle eben lokal laufen, können die nicht out of the box im Netz mal was suchen. Das geht mit MCP, Model Context Protocol, darüber haben wir schon ein eigenes Video gemacht. Das führte jetzt ein bisschen zu weit, aber es ist halt so, dass die kommerziellen Cloud-LLMs wie ChatGPT und Claude und Gemini halt inzwischen standardmäßig selbst im Netz suchen. Das machen unsere lokalen Modelle hier nicht. Deshalb geben die auch auf viele Fragen schlechte oder falsche Antworten. Als ich zum Beispiel gefragt habe, was ist das CT-Magazin, da kam bei einigen eine korrekte Antwort, zum Beispiel bei Mistral Small 3.2 aus Frankreich, aber oft auch richtiger Schrott. Das schon ältere Lama 3.2 3b sagt zum Beispiel, dass CT Cthulhu Times ist.
Okay, ja, ja. Manchmal sieht die Antwort auf den ersten Blick okay aus, aber dann steht da auf einmal sowas wie, dass CT zur Famitsu Publishing Group gehört. Okay, also als lokale Wikipedia, wenn man gerade kein Netz hat, ja, dann sollte man auf jeden Fall nicht diese kleinen Modelle verwenden. Aber zum Beispiel das GPT OSS 120b, von dem ja hier schon öfter mal die Rede war, das produziert auch schon ganz gute Fakten. Wenn ihr hier in LM Studio so eure installierten Modelle anschaut, könnt ihr mit diesem Ordner-Icon hier, dann seht ihr nicht nur die Zahl der Parameter hier oder Quantisierung da, sondern ihr seht auch so Zusatz-Icons. Der Hammer bedeutet zum Beispiel Tool-Use, also Werkzeugbenutzung. Das kann also mit MCP umgehen, zum Beispiel Browser bedienen, wie gesagt, da gibt es ein eigenes Video dazu. Und es gibt auch das gelbe Auge hier, das bedeutet Vision. Das bedeutet, dass das Modell also Bilder verstehen kann. Da war ich auch echt überrascht, wie gut das klappt. Ich habe zum Beispiel dem nur 12 Milliarden Parameter großen Gemma 3 von Google dieses Thumbnail hier gegeben und gesagt, roaste den Typen da drauf mal. Und dann sagt Gemma 3, schau dir diesen Mann an. Er sieht aus wie ein Teddybär, der versucht, einen Gaming-Stream zu moderieren. In diesem Bad könnte er locker 3 Hamster unterbringen. Dieser Typ hat mehr Technik um sich herum als die NASA. Er sieht aus, als wüsste er, was er tut, aber wahrscheinlich braucht er eine Bedienungsanleitung für den Powerknopf. Er sieht aus, als hätte er gerade einen Kampf gegen einen Kuchen verloren. Okay. Dieser Mann ist der Beweis, dass man mit einem Bart und teurer Hardware nicht automatisch gut im Gaming wird. Also man kann mit diesen Modellen auch sinnvollere Sachen machen, zum Beispiel die in Visual Studio Code einbinden, zum Beispiel mit der Software Continue oder auch klein. Da muss man dann einfach einen VS Code LM Studio als Provider auswählen und kann dann ein Modell da einladen und das hilft einem dann beim Programmieren. Wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, dann habt ihr vielleicht gemerkt, dass das ein riesiges Thema ist und ich könnte da wirklich stundenlang drüber sprechen, aber das war jetzt, glaube ich, auch schon fast zu viel Inhalt für ein Video, aber ich sehe das jetzt mal als Versuch. Ich gucke, wie das so ankommt bei euch und wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, dann mache ich halt zu den einzelnen Themen nochmal einzelne Videos. Also eben sowas wie selbstgebauter KI-Server mit mehreren gebrauchten RTX 3090ern oder halt lokale LLMs in Code-Editor einbauen oder einen eigenen Agenten bauen, der lokal läuft und Webseiten bedienen kann. Oder auch, wie man LLMs feintunt. Oder. Da gibt es so viele Themen. Sagt ihr mir einfach, was ihr sehen wollt und dann machen wir das. Tschüss.